Für das Finish habe ich mich für einen Single Malt Whisky aus einer Brennerei entschieden, die zu den wirklich alten Adressen gehört. Gegründet, bevor das 19. Jahrhundert überhaupt begonnen hatte. Sie liegt nicht an der Küste und auch nicht in einem klassischen Glen und ebenso nicht in einer Region, die man sofort mit vielen Destillerien verbindet. Das Wasser kommt aus einem landwirtschaftlich geprägten Gebiet. Der Stil der Brennerei war lange Zeit eher kraftvoll als elegant und hat sich erst im Laufe der Jahrzehnte klarer und definierter entwickelt. Technisch ist die Brennerei interessant. Sie hat früh mit moderner Beheizung experimentiert. Und sie gehört zu den Destillerien, bei denen Produktionsentscheidungen immer eine größere Rolle gespielt haben als das reine Marketing. Der Whisky selbst ist ungetauft, strukturiert, hat Frucht, ordentlich Würze und eine gewisse Öligkeit. Ein Highland-Destillat, das ein Finish tragen kann, ohne darunter zu verschwinden. Heute gehört die Brennerei zu einer internationalen Gruppe, die für sehr kontrollierte Reifung und einen eher konservativen Umgang mit dem Holz bekannt ist. Wer sich mit Geschichte, Technik und Stil von Whiskybrennereien beschäftigt, könnte jetzt eine Idee haben. Aber keine Angst, ich löse das gleich auch für euch auf. So, nun ist es soweit. Viele Hinweise auf die Brennerei. Die Whisky-Kenner werden wahrscheinlich schon längst wissen, um welche Destillerie es sich handelt. Aber jetzt will ich das Geheimnis lüften. Der Whisky, den ich für das Finish vorgesehen habe, kommt aus der Brennerei Glengarry. Vielen hoffentlich ein Begriff. Ich finde eine sehr interessante Brennerei, ja eine der ältesten Brennereien in Schottland, 1797 gegründet, ist in den östlichen Highlands, wie gesagt, in Old Meldrum, Aberdeenshire. Das ist eigentlich eine landwirtschaftlich geprägte Gegend, kommt sehr viel Getreide her. Das Getreide für den Whisky kommt sicherlich dann auch aus regionalen Quellen. Glengarry wird ja ein bisschen anders geschrieben, nämlich Garioch heißt aber Garry, ist wieder so eine typische Falle, eine Destillerie, die, wenn man das nicht weiß, natürlich garantiert falsch ausspricht. Wie gesagt, sehr alt, hat natürlich wie so viele Brennereien eine recht wechselvolle Geschichte. 1994 wurde die Brennerei dann übernommen von Morrison Bowmore und die gehören zu Suntory, also zu einem japanischen Spirituosenkonzern, und das ist auch heute noch so. Hatte auch einige Schließzeiten natürlich die Brennerei, wie auch viele andere Brennereien. Seit 1997 produziert sie aber stetig. Was ist wichtig? Die Brennerei ist sicherlich nicht eine der ganz großen Brennereien. Die Angaben von der jährlichen Produktionsmenge schwanken zwischen 750.000 und 1 Million Litern reiner Alkohol. Das ist natürlich auch nicht ganz klein, aber es gibt schon sehr viel größere schottische Brennereien. Die Brennerei hat sogar eigene Malzböden, die werden aber nicht mehr genutzt, aber man könnte dort tatsächlich das Malz noch selbst trocknen. Und ich hatte ja, glaube ich, erwähnt, dass sie auch technisch nicht ganz uninteressant ist. War eine Brennerei, die sehr, sehr früh Energie aus Erdgas bezogen hat und das wirklich lange Zeit, wo andere noch mit Feuer und anderen Energiequellen gearbeitet haben, hat Glengarry sich schon auf Erdgas bezogen. Was kann man zu Glengarry sagen? Das ist eigentlich so ein klassischer Highland Single Malt, für mich jedenfalls. Der hat fruchtige Noten, der hat auch süßliche Noten, aber auch eine schöne Würze. Ein bisschen kräftig ist er auch, nicht rauchig. Also ein schöner Highland Malt, der wirklich für mich auch wirklich gut funktioniert. Allerdings ist das Sortiment doch sehr überschaubar. Es gibt ein Founders Reserve, das ist dann das No-Age-Einstiegssegment. Da gibt es den 12-Jährigen, es gibt einen 15-Jährigen, komplett in Sherryfässern gereift. Kann ich nur jedem empfehlen. Wirklich ein toller Sherry-Whisky mit Highland Touch. Super Teil. Eine Virgin Oak Variante gab es, habe ich schon lange nicht mehr im Verkauf gesehen, nur über den Zweitmarkt. Die hatte ich auch mal, die fand ich auch ganz cool. Und wie gesagt, eine Brennerei, die aus meiner Sicht wirklich was Interessantes bietet und eben einen Malt produziert, der für Finishes sich sehr gut eignet. Und nun wollen wir die Flasche auch mal aus der Verpackung befreien. Ihr seht, es ist eine
Abfüllung eines unabhängigen Abfüllers, und zwar eines deutschen Abfüllers Malts of Scotland. Every bottle a benchmark. Man könnte jetzt böse sein, Marketing betrieben, aber die Malts of Scotland ist wirklich ein unabhängiger Abfüller aus Deutschland, der wirklich sehr viel Wert auf Qualität legt. Da hat man meistens wirklich gute Abfüllung, außergewöhnliche Fässer, ganz oft Single Cask, ganz oft in Fassstärke und immer nicht kühl gefiltert und immer ungefärbt. Also das ist schon ein interessanter, unabhängiger Abfüller, der spannende Sachen macht. Ein deutscher Abfüller, deswegen habe ich heute auch mal etwas an, was so ein bisschen dazu passt, auch wenn die Zeiten, wo dieses Trikot getragen wurde, schon lange, lange vorbei sind. Aber beim Whisky geht es ja auch um Tradition. Ich finde, das passt ganz gut. Der Whisky, von dem es natürlich noch 2 weitere Flaschen gibt, damit wir das Fass auch ordentlich befüllen können, hat mehrere Aspekte, die sehr, sehr wichtig waren für mich. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass er eine reine Bourbon-Fassreifung ist. Das wollte ich unbedingt haben. Gereift in einem Bourbon Barrel. Das weist so ein bisschen darauf hin, dass dieses Barrel, wenn das so klar und deutlich da steht, eben kein Hogshead war, sondern dass tatsächlich ein originales Bourbon-Fass war. Wenn die Bourbon-Fässer nach Schottland gehen aus den USA, dann werden die ja oft zerlegt, die Dauben, und dann wieder zusammengesetzt in eine andere Größe von Fassen wie ein Hogshead. Und das scheint hier nicht der Fall gewesen zu sein, sonst würde hier nicht so explizit Barrel stehen. Jetzt ist das meine Vermutung. Also er hat Bourbonfass, er hat ein ordentliches Alter, 12 Jahre gereift schon, also bietet eine gute Grundlage für das Finish. Er hat 56,1%, ist also ein fassstarker Whisky. Für alle, die es interessiert, die Nummer ist MOS 24036, das ist die Zahl des Fasses. Und von diesem gibt es 259 Stück. Das hier ist die Flasche 63. Und ich will mich jetzt gar nicht so viel über das Geschmacksprofil unterhalten, denn ich werde ihn auf jeden Fall, bevor ich ihn ins Fass gebe, verkosten und für mich selbst so ein bisschen feststellen, was er denn für Aromen bietet. Für mein Fassprojekt 2026 mit dem Madeira Finish halte ich diesen Whisky für sehr, sehr gut geeignet aus den genannten Gründen, und ich glaube auch, dass ich Bourbon Barrel und dann mein kleines Fass, also das Madeira geimpfte Fass, sehr, sehr gut ergänzen können, was die Aromen und die Entwicklung angeht. Danke euch, dass ihr zugesehen habt, vielleicht auch ein bisschen mitgeraten. Vielleicht schreibt ihr auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass das gut funktioniert mit diesem Glengarry. Die nächsten Schritte sind den Kollegen verkosten und sicherlich das Fass nochmal öffnen und gucken, wie es sich entwickelt hat. Und dann gehen wir weiter im Fassprojekt 2026 und es wäre super, wenn ihr dabei bleibt. Vielen Dank. Tschüss.